Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer 7. offiziellen Hacking-Challenge. Was heißt zurück? Naja, sie hat ja noch nicht richtig angefangen und ja, heute geht es wieder weiter. Ich bin auf euer Feedback eingegangen, beziehungsweise ich habe mir euer Feedback zu Herzen genommen. Ein paar Leute fanden es nicht so geil, dass man so ewig suchen musste, obwohl das auch in der Realität ziemlich wichtig ist. Aber gut, sei es drum. Dieses Mal, ja, möchte ich euch folgenden Tipp geben. Wir werden so langsam fortgeschrittener. Das heißt, ja, wir wollen jetzt hier nicht einfach nur die Website untersuchen, sondern wir wollen mittlerweile auch den ganzen Server untersuchen. Und das ist jetzt mein Tipp für euch heute. So viel dazu. Gut, jetzt, was ist natürlich wieder mal zu beachten? Wie immer, bitte keine Lösung verraten. Ihr könnt gerne irgendwo einen Jubelschrei loslassen, dass ihr es geschafft habt oder sowas. Ihr wisst, ich antworte auch immer auf die Kommentare, beziehungsweise ich versuche es zumindest, wenn ich sie irgendwie sehe, weil YouTube da in letzter Zeit ein bisschen schwierig ist, aber das sei nicht euer Problem. Und ja, der Server von HK Hosting, an der Stelle wieder mal natürlich ein Dankeschön und wichtig anzumerken, dass ihre Server nicht von Natur aus angreifbar sind, sondern ich diesen genau so konfiguriert habe, dass eben eine oder mehrere Lücken existieren. Gut, ja, wenn ihr diese Challenge toll fandet, dann gibt es hier verschiedene Links, wie ihr mich supporten könnt und natürlich könnt ihr auch beim aktuellen Community-Projekt mitmachen. Da würde ich euch dann einfach mal im Discord bitten, mitzumachen oder einfach zu schreiben. Dann wird auf jeden Fall euch jemand sagen, was da gerade abgeht. Da ist sowieso immer jemand da auf dem Discord. Okay, cool. Ja, dieses Mal geht es darum, dass Donald Trump mittlerweile fast einen Atomkrieg auslöst, also zumindest in unserer fiktiven Welt. Achtung, das hier ist immer natürlich noch die fiktive Welt und keine echte, das heißt, wir arbeiten hier mit alternativen Realitäten und wir wollen natürlich heute ja, Donald Trumps Twitter-Account löschen. Das geht aber nur als Administrator, das heißt hier der Name, den gebe ich euch schon mal vor, das ist Admin und das Passwort müsst ihr natürlich wieder mal rausfinden. Brute Forcen bringt wie immer nichts und DDoS bitte auch sein lassen, das macht natürlich für andere die Challenge irgendwie kaputt und wenn ihr irgendwie eine schwerere Lücke findet, auf dem Server eindringen könnt oder sowas, dann versucht die Challenges online zu lassen, ihr könnt mir gerne eine Nachricht da lassen oder sowas, ich sehe das wahrscheinlich dann schon. So, ja, das war sozusagen alle Informationen komprimiert in einem Video. Mehr kann ich euch eh nicht verraten und deswegen war es das von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze und ihr habt weiterhin Spaß dran. Wenn ihr Vorschläge für Challenges habt, könnt ihr mir die ganz gerne schicken natürlich. Wenn ihr aber bitte im privaten Chat, das ist ganz wichtig, sonst sieht es natürlich jeder. Das wäre ein bisschen nicht praktisch, sage ich jetzt mal. Wenn ihr irgendwie andere Vorschläge habt, das heißt, wenn ihr irgendwie Vorschläge habt, was ich nicht mehr machen soll, was ich mehr machen soll und so weiter und so fort, dann schreibt mir natürlich auch einfach. Ich bin fast immer erreichbar, beziehungsweise ich bin auf jeden Fall erreichbar, ich muss es nur halt erstmal lesen. Gut, und ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und den wünsche ich euch jetzt bis zum nächsten Mal. Auflösung gibt es wieder mal in wahrscheinlich circa 3 Wochen und wir hören uns. Bis dann, ciao!